Was das Finanzamt alles über uns weiß. Wer alles meldet an die Finanzämter, welche Daten, was ist mit dem Bankgeheimnis und vieles mehr. Darum geht es in diesem Video. Was ist mit Auslandskonten? Da gibt es wieder eine neue gesetzliche Änderung. Sollten Sie wissen, bleiben Sie dran. Sichern Sie sich auch hier unter diesem Video den kostenlosen Report in 7 Schritten zur Steuererklärung. Wenn Ihnen das Video gefällt, liken Sie es, abonnieren Sie meinen Kanal und nun viel Spaß bei dem Thema, was das Finanzamt alles über uns weiß. Was weiß das Finanzamt alles über uns? Diese Frage beschäftigt ja immer sehr viele Leute und mich ja natürlich auch. Das Vorgehen der Finanzämter ist von der Sache her gesetzlich vorgeschrieben. Also wer nicht wirklich grob fahrlässig handelt, hat auch nichts zu befürchten. Ein dichtes Netz an Zuträgern liefert dem Finanzamt aber Daten über deutsche Steuerzahler. Immer intensiver werden die Deutschen vom Fiskus digital durchleuchtet und nun hat sich noch ein neues Gesetz dazugesellt. Und zwar aufgrund der aktuellen Covid-19-Pandemie, wie es so schön formuliert wurde, verständigten sich die teilnehmenden Staaten darauf, Informationen über Finanzkonten in Steuersachen für den Meldezeitraum 2019 zwischen dem Bundeszentralamt für Steuern und der zuständigen Behörde des jeweiligen anderen Staates automatisch auszutauschen. Den Link zu diesem Gesetz stelle ich Ihnen unter dieses Video. Klicken Sie da ruhig rauf, schauen Sie sich das mal an. Also Gesetz zum automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen. Die Abkürzung dafür ist FK-Austg. Also, naja, gut. Dazu gibt es eine Liste der beteiligten Länder. Also es sind insgesamt 100 Länder von 195 Staaten dieser Welt, die am Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen mitmachen. Also das ist schon ganz schön heftig. Bis zum 31.12.2020 müssen alle Meldungen in Bonn eingegangen sein und Bonn verteilt dann diese Informationen an alle deutschen Finanzämter. Ja, das Finanzamt erhält also direkte Informationen über die Auslandskonten, die wir bei der Steuererklärung in Deutschland angeben müssten. Ja, aufgrund dieses neuen Gesetzes. Also Finanzkonteninformationsaustauschgesetz FK-Austg. Ja, die Meldung erfolgt an das Bundeszentralamt für Steuern in Bonn, das sagte ich glaube ich schon. Hier gehen dann zentral alle Meldungen aus dem Ausland ein über Konten von allen Menschen, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben oder ihre Steuern in Deutschland erklären und zahlen sollen, aus welchem Grund auch immer. Wie sieht es nun aus mit dem Bankgeheimnis, Steuergeheimnis und mit dem Datenschutz? Also Bankgeheimnis, Steuergeheimnis und Datenschutz, wo bleiben eigentlich die ganzen Rechte? Dazu gibt es bereits parlamentarische Anfragen in Berlin, die allerdings alle Verschlusssache sind und natürlich vertraulich beantwortet werden. Es gibt da schon ein paar Lücken und einige Tücken. Ja, und werden diese Lücken öffentlich, dann gibt es garantiert auch Leute, die diese Lücken ausnutzen wollen. Wir kennen jetzt das öffentliche Schreiben vom Bundesfinanzministerium. Wie gesagt, der Link ist unter diesem Video. Und auch die Liste der Länder, die da mitmachen. Die beiden Sachen kennen wir, aber wir kennen nicht die Details und nicht die datenschutzrechtlichen Bedenken. Bis zum Jahr 2017 war es ja so, dass in Zeile 99 im Mantelbogen so eine Frage stand: Unterhalten Sie auf Dauer angelegte Geschäftsbeziehungen zu Finanzinstituten im Ausland? Das musste man dann mit Ja oder Nein beantworten und mit seiner Unterschrift bestätigen. Ab 2018 wird das nicht mehr abgefragt. Ja, wenn Sie ein Auslandskonto unterhalten, dann schauen Sie im Zweifelsfall in die Liste der beteiligten Länder. Den Link dazu habe ich unter diesem Video. Ja, Bankgeheimnis. Das Finanzamt hat trotz Bankgeheimnis das Recht, in unsere Konten zu schauen. Zwar sind Beschränkungen gesetzlich geregelt und das sei auch so in Ordnung, aber es gibt auch Fälle, bei denen die Beschränkungen überschritten wurden und ein reger Austausch zwischen Banken und Finanzämter über unsere
Konten stattfindet. Wir wissen das natürlich nicht genau, was konkret hinter verschlossenen Türen stattfindet, dennoch berichten Beteiligte ab und zu darüber. Grundsätzlich ist es ja dem Finanzamt seit vielen Jahren erlaubt, einen Kontoabruf zu machen, wenn, und jetzt kommt's, wenn ein Steuerpflichtiger keine oder nur vage Angaben zu seinen Vermögensverhältnissen machen kann. Ja, wie schaut es nun aber aus, außer dem Finanzamt, wer darf noch alles in unsere Konten schauen? Das sind also die Finanzämter, die Jobcenter, der Gerichtsvollzieher, Zollbehörden, Staatsanwaltschaften, die BAföG-Stellen, die Sozialämter. Ja, und zuständig sind je nach Bereich das Bundeszentralamt für Steuern oder die BaFin, also BaFin, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Die Banken selber bekommen von dem Abruf der Daten eigentlich überhaupt nichts mit, was ja eigentlich wirklich sehr interessant ist, finde ich ja. Die Kreditinstitute sind nämlich verpflichtet, immer eine gesonderte Datei zu pflegen, die für die Behörden abrufbar ist. Also das finde ich wirklich eine sehr interessante Sache, ja. Und diese Dateien, die enthalten keine Kontostände, keine Transferinformation, aber sie enthalten Name, Geburtsdatum, Anzahl der Konten und Depots sowie das Datum der Einrichtung oder Löschung. Also das ist jedenfalls die offizielle Version. Die Behörden haben also nicht so viele Zugriffsmöglichkeiten, wie viele immer annehmen. Ja, die Digitalisierung und Vernetzung macht heutzutage aber vieles möglich. Schauen wir uns mal an, wer was meldet. Also die Einwohnermeldeämter, die melden den Wohnsitz, die Anschrift, Religion und das Geburtsdatum. Die Kranken- und Pflegeversicherungen melden die abzugsfähigen Beiträge, die Beitragsrückerstattungen oder auch die Krankengeldzahlungen. Elterngeldstellen melden das gezahlte Elterngeld und die Agentur für Arbeit meldet natürlich das gezahlte Arbeitslosengeld. Die Deutsche Rentenversicherung meldet natürlich die gezahlten Renten. Ja, und die Banken liefern unter anderem Daten zu den Konten. Und dann haben wir noch die Arbeitgeber, die die Lohnsteuerdaten melden. Das Finanzamt kann aber auch von sich aus bestimmte Daten abrufen. Dieser Abruf von Daten ist durch die Steueridentifikationsnummer möglich geworden, also diese persönliche Identifikationsnummer. Sie wurde 2008 eingeführt und wird gleich nach der Geburt vergeben, also schon für Neugeborene innerhalb der ersten 3 Lebensmonate, und sie bleibt ein Leben lang gültig. Und sie wird erst 20 Jahre nach dem Tod gelöscht. Diese Steuer-ID-Nummer oder persönliche Identifikationsnummer, also es gibt da verschiedene Bezeichnungen für, die ermöglicht den Behörden also eine umfassende digitale Kontrolle von Erwerbsquellen und von finanziellen Transaktionen. Ja, und zuständig für die Vergabe der Steueridentifikationsnummer ist das Bundeszentralamt für Steuern, das habe ich glaube ich schon erwähnt. Die offizielle Version war das jetzt eben. Wie es in Wirklichkeit aussieht, werden wir wahrscheinlich nie erfahren. So haben Sie jetzt erstmal einen großen Überblick über, ja, wer meldet was an die Finanzämter. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen und Sie haben einiges Neues erfahren. Ich habe unter dem Video den Link zu diesem neuen Gesetz und auch den Link zu der Liste dieser 100 Länder, die sich daran beteiligen, an diesem Informationsaustausch der Auslandskonten. Ja, wenn Ihnen das gefallen hat, liken Sie das Video, abonnieren Sie meinen Kanal, schreiben Sie gerne in die Kommentare, was Ihnen noch fehlt, worüber Sie weitere Videos wissen möchten, welcher Inhalt Ihnen wichtig ist. Ja, und dann bis nächste Woche. Alles Gute, Jutta Martin.